Herzlich willkommen, alle Meuchelmörder, Fassadenkletterer und Freunde der Feuer. Ich bin Soshiro und heute geht es um Assassin's Creed Nexus VR. Ja, das Spiel wurde von allen gehypt, soll ein super tolles Spiel sein und ich habe mir das ganze Spiel natürlich auch mal geholt und für euch da reingeschaut. Deswegen kriegt ihr jetzt mal so einen kleinen Zusammenschnitt und dann werden wir mal gucken, ob ich das Spiel auch so super genial finde und wie bei vielen dazu sage, das war das Spiel fürs 2023. Also hüpfen wir direkt auf meine Brille und gucken uns das Ganze an. Ja, herzlich willkommen auf meiner Brille. Wie gesagt, wir gucken uns heute Assassin's Creed Nexus an und das wird kein erster Eindruck, da ich das Spiel schon mehrfach gespielt habe. Mein vierter Ersteindruck sozusagen. Nein, also den Anfang habe ich schon gespielt von dem Spiel. Ich habe ungefähr eine Stunde schon mal gespielt. Das war bei der ersten Aufnahme dann gewesen, wo ich nicht gemerkt habe, dass mein Mikro läuft. Und dann später nochmal eine Stunde, wo ich nicht gemerkt habe, dass ich im 16:9 Format aufnehme. Also wie gesagt, ein bisschen vom Pech verfolgt. Aber so ist das halt mal. Deswegen gucken wir jetzt halt nochmal neu rein. Und ja, das Ganze startet immer mit der Kalibrierung. Wir heben die Hände hoch, drücken die A-Taste, beziehungsweise halten sie gedrückt. Ich gehe jetzt nochmal gerade in die Optionen rein. Wir haben den Komfort-Modus-Einstellungen. Da können wir also mit Vignetten spielen und mit so einem Gitter, was dann unter uns liegt, falls wir Probleme mit Höhen haben. Wir können festlegen, wie wir uns bewegen können und können dann diese Sachen, die wir vorher in so, ich sag mal, Gesamteinstellungen einstellen können, kann man dann nochmal individuell anpassen. Und ja, wie wir uns drehen wollen, ob wir Höhenangst haben, das ist dann dieses Gitter. Und auch solche gesundheitlichen Sachen, wo wir halt sagen können, okay, nach 60 Minuten oder nach einer Zeit, die ich einstelle, soll mich das Spiel bitte daran erinnern, eine Pause zu machen. Ja, dann haben wir noch mehrere Barrierefreiheiten, also Stabilisierung der Hand, Greiftaste an und aus, haptisches Feedback an und aus. Haptisches Feedback. Wir wollen noch einen deaktiviert. Ah ne, wir wollen es hier anhaben, genau. Also das dann. Helligkeit können wir noch einstellen. Und bei den Einstellungen dann selber, da können wir dann halt sagen, ob wir im Stehen oder Sitzen spielen. Ich spiele im Stehen, den Schwierigkeitsgrad, Schwierigkeitsgrad der Kämpfe, Schwierigkeitsgrad vom Schleichen, Kampfsicht an und aus, bevorzugte Hand rechts und links und ob wir greifen für die Klettersachen. Ups, da wollte ich jetzt nicht drauf. Dann wird uns nochmal die Steuerung erklärt, wo was ist, aber das geht nachher auch im Tutorial sowieso. Wir haben die Lautstärke der Musik können wir einstellen, da habe ich schon ein bisschen eingestellt. Ich kontrolliere jetzt nochmal und da sieht man es wieder. Wenn ich jetzt ein neues Spiel starte, oben ist Englisch markiert für die gesprochene Sprache und diese Einstellung verliert er immer wieder, also man muss es dann wieder auf Deutsch setzen. Das deutsche Sprachpaket ist ca. 5 GB groß. Das heißt, wenn man das Spiel runtergeladen hat und installiert hat, dann muss man danach nochmal eine Weile warten, bis man dann das deutsche Sprachpaket hat. Aber dadurch haben wir natürlich dann den tollen Vorteil, dass wir das Ganze im deutschen gesprochenen Wort hören können. Ja, also ich spiele das Ganze im Schwierigkeitsgrad Modus normal und man sieht hier hatte ich schon gespielt. Mit den Trigger-Tasten tut man den Bereich, wo man den Spielstand spielt, einmal markieren. Und wenn man dann dort speichern will, dann drückt man einfach lange A. Und dann fragt er mal, soll das überspeichert werden? Ja, soll. Und dann gehen wir mal rein. Ja, das Spiel wurde extrem gehypt. Und ob es den Hype verdient, das werden wir gleich sehen. Ja, wir sind Leta-Hacker der Bruderschaft und wir wurden ausgesandt, praktisch die Templer zu unterwandern.
und um ihren Plan zu verhindern, dass sie mit ihren Glaubensansätzen versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen. Ja, das ist der erste Schock immer für die Leute, die streamen oder Ähnliches machen. Und zwar, wir hüpfen auf einmal in Mixed Reality. Ja, also wie ihr seht, wir sind wieder in meinem Spielzimmer, hier in diesem Würfel greifig. Und damit geht dann das Spiel auch direkt schon los. Ich muss noch meine Stimme festlegen. Da kann ich dann entscheiden, ob sie weiblich ist oder ob ich eine männliche Stimme will. Ich möchte eine männliche Stimme. Test. Das muss reichen. Das bestätigen wir dann. Und dann geht's los. Hallo. Danke, dass du unseren Anruf angenommen hast. Ich bin Sean. Das ist Rebecca. Wir werden deine Bruderschaftskontakte sein. Worum geht's hier? Direkt auf den Punkt. Das gefällt mir. Beck? Unseren Informationen nach entwickelt Abstergo neue Profiling-Technologie, die alles übertrifft, das es bisher gab. Über die Jahre haben sie die Erinnerungen zahlloser Personen gesammelt und archiviert. Politiker, Generäle, sogar normale Leute wie du und ich. Normal würde ich dich aber nicht nennen, Sean. Sehr witzig. Die Sache ist, stell dir vor, man würde deine Erinnerungen analysieren, um herauszufinden, wie du tickst. Um deine Werte und Glaubenssätze zu erfahren. Und um zu wissen, was man dir online oder persönlich sagen oder zeigen muss, um diese langsam durch neue zu ersetzen. Und wo komme ich ins Spiel? Die Leiterin dieser Initiative, Dominica Wilk, braucht jemanden mit deinem Können, um das Projekt abzuschließen. Ja, Sie weiß also aber das nicht, Ganze dass du sieht für ja uns ziemlich cool arbeitest aus. und ihrem Treiben ein Ende setzen wirst. Ich war jetzt gerade ein bisschen dazu ruhig, später um mehr. Fürs Erste Gesprochene hängen wir zu uns an deine verfolgen. Verbindung und sind da, wenn du uns brauchst. Und wir sollen Du musst jetzt halt von dann mal unserem in loslegen. Abstergos-Netz wechseln. Und schon beginnt dein erstes Treffen mit deiner neuen Chefin. Und die erste Aufgabe kommt. Also. Jetzt müssen meine Hacker-Fähigkeiten an den Tag gelegt werden. Was haben wir denn hier? Du bist uns einen Schritt voraus. Dadurch wird deine Verbindung zu unserem virtuellen Raum gekappt, wenn du dich mit Abstergo und Dominica verbindest, damit wir den Gesprächen sicher lauschen können. Ja, so. Und ihr werdet gleich sehen, ich bin ein herausragender Hacker. Und schon ist das System geknackt. Ein Traum. Ah, Sie müssen die Hackerin sein. Wie bestellt. Gut, ich bin Dominica Wilk. Sie unterstehen mir. Beeindruckende Fähigkeiten und Ihr Werdegang auch. Gehackte Regierungen, globale Konzerne. Was Sie auch wollen, ich kann es besorgen. Deswegen habe ich Sie eingestellt. Aber diese Aufgabe ist anders. Ja, optisch sieht es ganz nett aus. Ja. Dies ist die Abstergo Cloud. Ein Erinnerungsarchiv, das weit in der Zeit zurückreicht. Wir nutzen eine Technologie namens Animus, um Erinnerungen zu besuchen. Wir sehen sie durch die Augen jener, die sie gelebt haben. Was ist das? Zeitreisen? Eine Simulation. Nichts, was sie im Animus tun, beeinflusst die Gegenwart. Wofür brauchen Sie mich dann? Die Erinnerungen in der Cloud beinhalten den Schlüssel zu einem wichtigen Projekt von mir. Sie sollen diese Erinnerungen besuchen und mir die benötigte Information bringen. Wo fange ich an? Es geht eher um bei wem, statt wo. Ezio Auditore da Firenze, ein italienischer Adliger und Da Meisterassassiner. bin ich also. Klingt ja sehr spannend. Das war er. Ezio war befreundet mit Leonardo da Vinci und Machiavelli und ein Erzfeind der Borgia. Er beeinflusste viele Leben im 15. Jahrhundert. Und seine Klinge beendete nicht wenige davon. Ich bin dabei. Nicht so schnell. Der Animus ist anders als alles, was Sie je erlebt haben. Deshalb müssen wir Sie zuerst daran gewöhnen. Sehen Sie es als einen Test an, bevor wir Sie ins Feld schicken. Gut, mal sehen, was Sie drauf haben. Ja, sehr cool ist, dass sie praktisch eine VR-Brille abnimmt. So, jetzt müssen wir ein paar Fragen beantworten. Ja. Das ist schon mal, ja. Wird ihr Nein. So, jetzt kommen wir wieder in den Einstellungen. Also das, was wir uns vorher schon angeguckt haben, das haben wir hier jetzt schon. Und ja, da können wir dann Ganze einfach bestätigen. Jetzt sagt er uns nochmal, wo wir hingehen sollen. Bestätigen, bestätigen und wir hüpfen dann wieder
zurück. So. So. Da sind wir. Willkommen beim Animus Orientierungsprotokoll. Ich werde dich in die Grundlagen des Animus einführen. Dein Avatar wurde aktiviert. Du solltest dich jetzt frei bewegen können. So, bewegen wir uns mal frei. Also hiermit bewegen wir uns, ganz normal mit dem Thumb. Dann haben wir die Greiftasten. Hä? So, okay. Klappt auch. Ah, jetzt klappt auch der linke Arm. Düt. Direkt mal hier Randale machen. Ja, also wenn ich Sachen werfe, machen sie Geräusche. Eine faszinierende Sache. Haben wir hier. Da Die mein Dienerschaft Brief. hat schon Schluss für heute. Ich muss mich nur um ein paar Wachen kümmern. Gut zu wissen. Okay. Ah, man sieht die Geräuschkulisse. Ja. Jo. Da gibt es nichts Besonderes. Wieder einmal führt mich mein Weg nach Venedig. Leider muss ich meinen Freunden hier meine Gesellschaft vorenthalten. Ich muss ein Schwert zurückholen und eine Lektion erteilen. Niemand bestiehlt einen... Ja, damit haben wir praktisch unsere Aufgabe gestellt bekommen. Wir haben hier an der Seite immer dieses kleine Dreieck, diesen Würfel, der uns dann anzeigt, wo wir hin müssen. Wenn wir die B-Taste kurz drücken, kriegen wir immer noch angezeigt, was unsere Aufgabe ist. Und wenn ich den Thumbstick eindrücke, kann ich auch laufen. Ich wünschte, wir wären jetzt beim Rest der Truppe, statt hier Wache zu Die stellen. ersten Wachen. Wieso? Die arbeiten hart da draußen auf dem Land. Und wir müssen nichts tun, als ein leeres Haus zu bewachen und Wein zu trinken. Wenn der Tag kommt, erhalten sie die Gelegenheit, sich die Taschen zu füllen. Wir Also bekommen das ist unsere etwas, Belohnung was mich schon ziemlich noch. Sei nicht stört. so ungeduldig. Ich bin nicht ungeduldig. Ich will Also meinen es gibt gerechten nicht die Anteil. Möglichkeit, dass er bin mich sicher, jetzt wir hier kriegen vor alle, dem was wir Element verdienen. abblockt, sondern ich kann immer reinlaufen. Also das heißt, ich habe keine richtige Kollisionskontrolle oder Abwehr. Das ist ein bisschen meh, weil das holt einem dann ja immer so aus dem Spiel wieder raus, was sehr schade ist. So, da ist zu. Und hier zeigt mein Würfel, soll ich hin. So, habe ich Fallschaden? Ich sollte mich nicht sehen lassen. Okay, also X ist ducken. Du musst einen Weg finden, um unbemerkt durch die Bibliothek zu kommen. Ansonsten wirst du desynchronisiert und musst vom letzten Checkpoint in dieser Erinnerung neu anfangen. So easy. Ja, hier super schnell hin. Ich muss Rechnungen bezahlen. Und in der Weinstube nicht mehr anzeigen. Du kannst Wachen auf verschiedene Weisen ablenken. Ein Beispiel dafür ist das Werfen von Gegenständen, um Lärm zu verursachen. Okay. Ah, okay. Das geht hier vor sich. Nix. Falls du dich bei der Nutzung des Animus unwohl fühlst, denk daran, dass du jederzeit die Komforteinstellungen anpassen kannst. Ja. Das können wir. Also das heißt, über die Menü-Taste ganz normal kommen wir, man glaubt es nicht, im Menü. Nun lernst du, wie man ein Attentat auf ein Ziel ausführt. Klappe bei gedrücktem Trigger dein Handgelenk zurück, um die versteckte Klinge auszufahren. Sobald die Klinge bereit ist, kannst du ein Attentat auf dein ahnungsloses Ziel verüben. Hier wird man nach mir Ausschau halten. Gemacht. Du hast die Kunst des Attentats gemeistert. Setze nun deine Mission Jetzt fort. fühle ich mich schlecht. Okay, also wir sehen hier ein Was Objekt, ist was das? ganz gelb leuchtet. Ah, da haben wir ein weiteres
weiteres Objekt. Die beiden Teile passen zusammen. Aber wo gehören sie hin? Da Über den leuchtet auch Kamin was. ist ein leerer Platz. Eine Geheimtür. Ein Geheimgang. Greifen, um drüber zu springen. Okay. Schnell. Wow. Ich muss noch heute die Stadt verlassen. Ja, Herrin. Ich hätte nie so lange fortbleiben dürfen. Ist die Kutsche bereit? Ja, Herrin. Gut. Jetzt strengt euch an. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, Herrin. Da haut einer ab. Erklimme diese Wand, um den nächsten Raum zu erreichen. Probiere es aus. Machen wir. Klettern können wir. Grip-Tasten ganz normal. Was ist das? Eine Art Schatzkammer? Mein Schwert könnte hier sein. Was soll ich machen? Y drücken. Ah. Okay. Okay, hier kriege ich dann also so Schätze angezeigt. Einmal. Nix. Da die Truhe war auch. Nix. Ah, oben. Ab nach oben. Die Truhe hat sich von alleine geöffnet. Magic. Da ist es. Eine Nachricht. Das Schwert ist hübsch, aber für unsere Zwecke ungeeignet. Dies ist nicht der Gegenstand, den wir brauchen. Wir müssen sorgfältiger planen und es erneut versuchen. Keine Unterschrift. Mein Yatan. Welch elegante. Ein Yatan. Schlagen? Ah ja. Wow, das nenne ich mal eine stabile Kerze. Oh, wie geil. Also mit A springt man. Geld. So, kann ich das irgendwie an mich packen? Kann ich das hier rein? Nein. Hinter mich? Jetzt kriege ich auch da unten die Drohne wieder angezeigt. Ja, gut, ich kann irgendwie nichts hiervon mitnehmen, aber ich habe mein Schwert. Ja. Dann gehen wir doch wieder runter. Ah, da ist mein... Mein Quadrat. Okay. Versteckte Tür. Ah, endlich kann ich hier raus. Eine versteckte Tür. Oh. Mein Schwert kommt zum Das Einsatz, Animus-Kampfprotokoll wird gestartet. Gegnerprofil Standard wird geladen. Blocke die Angriffe, indem du sie mit deiner Waffe abfängst. Na los, Okay. fertig! Lass mal sehen, was du kannst! Gar nicht. 1 und 3. Oder nur das 3. Oh, ja, jetzt habe ich mir aufgepasst. Komm, mach weiter. Ausgezeichnet. Blocke jetzt eine Reihe von Angriffen. Geht das so durch? Durch das Blocken von Schlägen kannst du dir eigene Angriffsmöglichkeiten eröffnen. Blocke die nächste Angriffssequenz, um fortzufahren. Okay. Machen wir. Wenn du eine Reihe von Angriffen blockst, ergibt sich eine Chance zum Zuschlagen. Nutze sie, um einen Treffer zu landen. Leistungsbewertung akzeptabel.
Führe das Manöver nun in Echtzeit durch. Okay. Wild gezielte Angriffe machen Gegner benommen. Dadurch sind Treffer mit erhöhtem Schaden möglich. Leistungsbewertung akzeptabel. Eliminiere jetzt diesen Gegner. Gut. Benutzertraining erfolgreich. Das Animus-Kampfprotokoll wird beendet. Jupp. Ja. Okay. Haben wir geschafft. Und jetzt geht's hier raus. Ja, das war dann, würde ich mal sagen, so das erste Tutorial. Wenn du Wachen anschaust, werden sie markiert. Oh, Du ne, kannst sie noch nicht. verfolgen, Fertig. auch wenn du sie nicht Okay. siehst. Der Weg voraus wird bewacht, aber es gibt immer eine Möglichkeit. Damit könnte ich die Wachen ablenken. Was ist? Oh, da sieht mich einer, da sieht mich einer. Meine Arbeit ist getan. Beweg dich! Hau sofort ab! Hab dich! Wow. Okay, also einer hat mich entdeckt. Aber dem kann ich ja wegklettern. So, nochmal. Jetzt aber. Das Schwert ist wieder mein. Doch mein Herz Okay. noch nicht beruhigt. Ich reise nach Ja, mit A. Monteligion. Es ist an der Zeit, nach Hause zu gehen. Yeah. Und geht weiter. Jupp, jupp, A, A. Und nochmal A. Uhu. Das war flott. Ja, cool. Also, coole Aussicht hier. Und wie viele Leute da rumrennen? Grafisch auch ziemlich gut. Also für Standalone ziemlich gut. Mit PC VR hat man natürlich schon mal Besseres gesehen. Aber es ist schon ziemlich top. Okay. Es gibt hier so Sachen. Risskonstrukte, Platin 0 von 0. Also nichts, was man hier hätte sammeln können. Okay. A gedrückt halten und es geht weiter. Auf der linken Seite, die konnte ich auch eben aufrufen. Wie habe ich das gemacht? Den rechten Thumbstick habe ich Es gedrückt. ist Genau. viel zu lang her. Ja, ich werde auf jeden Fall freudig begrüßt. Ja, wie sieht es grafisch hier aus? Ja. Ganz gut. Ganz okay. Maestro Ezio, die Stadt hat auf eure Rückkehr gewartet. Kann in Objekte reinpacken? Ja, nicht ganz. Hier habe ich jetzt einen Widerstand. Okay. Ei. Dann gehen wir doch mal in die Stadt. Maestro Ezio, ich bin Serafina. Eure Oh, Schwester Entschuldigung. schickt mich zur Begrüßung. Oh, wie mich das schmerzt. Meine einzige Schwester ist so beschäftigt, dass eine Dienerin mich empfängt. Maestro Ezio, Signora Claudia hätte euch gerne persönlich begrüßt, Seid aber... mir besorgt, Serafina. Das war nur ein Scherz. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Euer Ruf eilt euch voraus. Ha, das ist sehr freundlich, Serafina. Soll ich euch zur Villa Auditore bringen? Danke, ich kenne den Weg. Doch vielleicht sehe ich mir die Stadt an, bevor ich nach Hause gehe. Ah, wie ihr wünscht. Signora Claudia freut sich schon auf eure Ankunft.
Und sie scheint nicht die Einzige zu sein. Hallo. Berichte ihr, dass ihr unterwegs seid. Hey, Maestro Ezio, er ist zurück, liebe Leute. Er ist zurück. Okay, dann erkunden wir doch mal die... Ah, okay, der muss jetzt laden. Dies war ein... Die Stadt hat sich verändert, aber meine Füße wissen, wo sie hin müssen. Die Via Principale hinunter zur Villa. Die Ratten. Man sollte meinen, bei so vielen Arbeitern müsste Monteriggioni viel besser aussehen. Gut. Wir benötigen höchste Effizienz, also integriere ich sie in die Speicherdatenstruktur. Ich suche einen geeigneten Punkt zur Kalibrierung der Animus-Sperrfunktion. Neu im Sortiment. Was ist das? Hui. Okay, also wenn ich Oben auf der Villa Y Auditore. gedrückt halte. Machen Sie sich auf den Weg. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein. Für den ersten Eindruck, der ja kein erster Eindruck bei mir war. Aber ja, das Spiel ist schon super, ganz cool gemacht. Es gibt ein paar Kleinigkeiten wie bei diesen Kollisionssachen. Wenn dann es kurz schwarz wird, ist immer schade, dass man vorher nicht schon abgeblockt wird. Aber ansonsten schon cool gemacht. Also gerade das Springen und Laufen und sowas, man wird halt vom Spiel unterstützt dabei. Das heißt, man muss gar nicht so genau zielen, was natürlich auch mit in VR dann auch immer ein bisschen schwierig ist mit den Controllern, das genau abzuschätzen, dass man das hinkriegt wie bei so einer Art Jump-Run. Das ist dann natürlich ein bisschen schwer und da unterstützt einem das System eine tolle Sache. Ja, der Preis ist... ich weiß gar nicht, was der Preis ist, tatsächlich. Ich werde es nochmal in die Kommentare reinschreiben, was der Preis ist. Und wie gesagt, momentan gibt es das halt auf der Meta-Plattform, genauso wie auf der PSA V2. Und es soll demnächst auch noch für Steam rauskommen. Ich glaube, im Februar 24 war das mal angedacht. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen. Ein Kommentar, freue ich mich natürlich auch immer und Abos sind natürlich auch klasse. Also macht's gut, ciao, ciao.